heavenly sent. With every bite, a taste of the divine. Grilled God's feast, a holy shrine. Grilled God, hear our prayer. Bless us with your barbecue flair. From the coast to the place, we sing your praise. Grilled God, guide us through these smoky days. From backyard cookouts to festival grounds, Grilled God's presence always abounds. We gather in reverence to worship the flame. Grilled God's name forever will proclaim. Grilled God, hear our prayer. Bless us with your barbecue flair. From the coast to the place, we sing your praise. Grilled God, guide us through these smoky days. Grilled God, we bow before your might. Our barbecue deity shining so bright. Hallelujah, shining so bright. Muddy boots, a hickory stick, whole hog roasted, doing the trick. The pits are crackling, the flames leap high. Hog heaven's calling under a smoky sky. Applewood smoke, a sweet perfume. Pork belly sizzling in the afternoon. Crackling skin, a juicy delight. Hog heaven's flavor, burning bright. Gather round, ye hungry souls. A feast of pork, filling your bowls. From snap to tail, we'll eat our fill. Hog heaven's banquet, a tasty thrill. Hog heaven, where the pork reigns supreme. A barbecue paradise, a carnivore's dream. Pulled pork ribs and everything in between. Hog heaven's feast, a sight to be seen. Hog heaven, where the pork reigns supreme. A barbecue paradise, a carnivore's dream. Pulled pork ribs and everything in between. Hog heaven's feast, a sight to be seen. The pit master's magic, a smoky art, transforming pork into a work of art. With every bite, a flavor explosion. Hog heaven's bliss, a tasty devotion. Hog heaven, where the pork reigns supreme. A barbecue paradise, a carnivore's dream. Pulled pork ribs and everything in between. Hog heaven's feast,
eating burgers day and night, smoking our eyes, a badge of pride. Grill crew united side by side. Raise a beer for the grill crew, masters of the flame is true. We feed the masses, quench their thirst. Barbecue legends never curse. Spatulas clash, tongs in hand. Marinades flow across the land. From backyard cookouts to festival grounds, grill crews anthem a glorious sound. Raise a beer for the grill crew, masters of the flame is true. Welcome to Biggernok's barbecue, where flames hold and play the soul. Get ready to ignite your taste, the sizzling grill. From savory steaks to tender ribs, we're here to rock your world. The ultimate Biggernok's barbecue, let's fire it up. Fire it up. Ja, Tach auch. So, Leute, da bin ich wieder. Und ihr auch wieder da. Obwohl heute so geiles Wetter ist. Seid ihr nicht am Grill? Hör mal, heute ist schön warm. Bin gerade das erste Mal gerade draußen gewesen, weil ich den ganzen Tag gearbeitet habe und habe mir gedacht, ja, lecker funny, Herr Kapitän. Warum ist das jetzt schon wieder so warm? Ja, so, gucken wir mal, wer alles da ist. Ja, heute noch nicht so viel am Anfang da, aber wie gesagt, ich denke mal, einige werden bei euch gerade noch draußen sein und die letzten Sonnenstrahlen genießen oder wie das so ist. Okay, fangen wir mal an. Tobi Gartenwichte war der Erste. Hallöchen ins Lahntal. Dann Frank GTB ist da. Dann der Steven ist da. Hi Steven. Steven, wir müssen die Woche nochmal telefonieren. Termine. Dann der Enrico ist da. Hallo Enrico, Sievert. Dann der Rob van Veen ist da. Der Ole vom Button-Barbecue ist da. Tach auch. Dann der Danny ist da. Tachchen. So, wen haben wir noch? Luftritters Lawn ist da. Volker Borst ist da. Mensch, wieder von überall verteilt hier. Der Dirk Kampmann aus Duisburg ist da. Hallöchen, Dirk. Dann haben wir Dörfi 74 aus dem Weserbergland. Hallöchen. Dann der Harald Ammersbacher. Servus miteinander. Ja, Hallöchen. So, jetzt müssen wir mal gucken, wen ich hier schon hatte. Volker hatte ich schon. Dann Damien Sparler ist da aus Belgien. Hallöchen, Damien. So, dann haben wir hier den Robert Krohn. Hallöchen. So, oh, Mino. Mino ist da. Minos Cucina Cooking Barbecue. Mino ist gerade im Urlaub in Neapel, oder? Napoli ist doch Neapel, ne? Naja, auf jeden Fall, du bist im Urlaub. Irgendwo in Italien, sag ich jetzt mal. Dann haben wir Dreh 66 da. So, Grimm testet ist da. Hallo Markus. Hi. Also, ne, auch ein relativ neuer Kanal. Grimm testet hier bei YouTube. Also Grimm testet gibt es schon länger, aber der YouTube-Kanal ist relativ frisch. Wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, geht mal bitte alle kurz rüber nach Grimm testet und abonnieren. Dann haben wir den Robert Grabmeier da aus Österreich. Hallöchen, Robert. So, ich guck mal weiter. Der Salah Armin ist da. Hallöchen, Armin. Wen haben wir denn noch? Ach, guck mal hier. Der Volker ist da. Ja. Liebe Grüße nach Kos zurück. Hör mal, nach Kos. Hier ist ja heute wieder international. Hör mal, lecko funny, Herr Kapitän. Dann Jan H. ist da. Andreas Schulte ist auch da. So, wir gehen jetzt auch alle durch. Marc Hoppe ist da. Kriege ich gleich noch an. Ja, ich würde auch ganz gerne, aber ich muss gerne noch was machen. Ich erzähle gleich noch was. Dann der Samis ist da. Abo ist beendet. Jo. Schade Schokolade, ne? Dann haben wir den Marco Overbeck da. Und die Grillferkel sind da. Hallöchen und Prost. So. Erstmal ein Schlückchen hier nehmen.
Das ist aktuell das einzige Bier, was ich in der Woche trinke. Kommt zu nix. Sehr geil. Andreas ist auch da. Hallo Andreas. Wir sehen uns am Wochenende. Ja, war wieder eine actionreiche Woche. Markus habe ich gesehen. Nee, seht's mir bitte nach. Ich versuche heute mal nicht so ach, das werde ich eh nicht schaffen, mega viel zu sprechen, aber ich bin ein bisschen angeschlagen. Ja, aber wir haben gedreht wieder diese Woche. Nicht für Biggernoks Barbecue, sondern für eine Spicebude mit Jan van Weide. War, glaube ich, ein ganz lustiger Dreh. Hier mit dem Comedian. Ne? Sagt man ja heutzutage, Stand-up-Comedian und Schauspieler ist er auch. Ja, war lustig. Hatte wieder mega Spaß gemacht. Und dabei habe ich noch den Markus getroffen hier von Grimm Testet. Hallöchen. War wieder schön, dich zu sehen. Und der Weltmeister war auch da, der Olli Sievers. Ja, schön zusammen. Mein Gulasch habt ihr alle noch mitgekriegt. Ja, auf jeden Fall haben wir damit, habe ich auf jeden Fall da gedreht und ja, war da schon so ein bisschen in den Möhren, sage ich jetzt mal, aber jetzt heute wäre ich auch lieber auf der Couch geblieben. Timo Leismann ist gerade noch reingekommen, Hallöchen. Und ja, deswegen weiß ich auch noch nicht, ob wir heute nur 2 Videos machen. Mal gucken, was meine Stimme so macht. Ne? Gucken wir einfach mal. Ich habe gerade noch einen Hüster-Bömbskin genommen, aber ja, ist so. Ja, ich muss gleich noch am PC ein bisschen was machen, weil seit gestern ist es ja so, dass die YouTube-Shorts jetzt nicht nur eine Minute gehen dürfen, sondern 3 Minuten, was, glaube ich, uns allen super entgegenkommt. Weil man konnte halt Sachen für Instagram schneiden oder für TikTok und so. Und da kannst du überall mehr hochladen. Das Einzige, wo halt mega beschränkt war, waren YouTube Shorts. Da konntest du immer nur eine Minute hochladen. Ist aber ab sofort oder seit gestern 3 Minuten. Und ich habe mir gedacht, da das ja alles so ein bisschen scheiße gelaufen ist mit meiner Amerika-Tour Ende letzten Jahres, mit meiner Route 66 Tour, dass ich die Videos hier leider auf YouTube nicht zeigen durfte, wegen rechte Geschichten und so weiter, habe ich ja aber so Instagram-Stories da im ganzen, auf dem ganzen Trip gemacht. Einige waren ja auch dabei von euch, die mich da wirklich täglich begleitet haben. Und ja, sorry, Dörfi Jever, ich weiß, es ist auch nicht mein Lieblingsbier, aber es ist halt gerade hier. Wie gesagt, eigentlich wollten wir noch was anderes holen, aber wie gesagt, das Bierchen hier am Mittwoch muss sein, das ist halt nur das Jever da gewesen. Also von daher muss es rein. Und vor allem ist noch niemals eiskalt. Also das wird heute schwierig. Ja, und auf jeden Fall mache ich also die ganze Story über die 13 Tage, wo ich unterwegs war, die bereite ich gerade auf, dass das alles so maximal 3 Minuten werden. Und dann gibt es so von Tag 1 so 3 Teile zum Beispiel. Von Tag 2 gibt es dann 2, 3 Teile oder 4 Teile. Und die will ich ab morgen täglich dann in den YouTube Shorts bringen. Also wenn ihr Bock habt, die zu gucken, sehr, sehr gerne, weil aktuell, Alter, das wird immer weniger. Also ich sag mal, mein aktuelles Video war noch ganz okay. Aber so generell, was an Abonnenten so gerade kommt, also Griller werden gerade bei YouTube nicht ausgespielt. Also da haben wir gerade alle ein bisschen zu kämpfen, jetzt heißt es durchhalten. In der Phase müssen wir einfach durchhalten. Ich bin froh, dass ihr alle so treu dabei bleibt. Mach richtig Bock. Ja, so, dann lieber Wasser, schreibt er. Ja, nee, so ein bisschen Hopfen geht schon. So ein Hefeteilchen, wa? So, ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was ich mir hier für Videos rausgesucht habe. Und zwar einmal hier von diesem geilen Typen. Ich glaube, das ist mit einer der größten, auch aus Amerika, so Barbecue-mäßig. How to Barbecue Right. Der hat hier so geile Hähnchenbrüste, die er mit Bacon umwickelt, wahrscheinlich gefüllt. Keine Ahnung, gucken wir uns gleich an. Kann nur lecker werden. Dann habe ich hier Loaded Hash Browns. Ich liebe Hash Browns. Also, oder Reibeplätzchen, wie die anderen sagen, Reibekuchen. Ne, so. Und hier Loaded heißt ja immer mit was drin oder mit was drauf. Ich bin mal gespannt. Ist ein, ja, 8-Minuten-Video. Und dann hatte ich noch ein Video von Grillin' with AB und dann ist mir eingefallen, oh scheiße, der hat doch jetzt diesen
Copyright-Schutz drin, den können wir gar nicht nehmen. Und dann habe ich mir schnell noch einen anderen rausgesucht. Hier, ich glaube, weiß nicht, ob der frisch ist, der Kanal, habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen, habe ich noch nicht abonniert. Ich habe nur einmal so 10 Sekunden reingehört. Klang ganz sympathisch und das Titelbild war geil. Übrigens, vielleicht kann mir einer von euch dabei helfen. Wenn ich hier ein Video, ich möchte euch natürlich eigentlich immer erst am Anfang das Titelbild zeigen. Aber ich kann machen, was ich will. Ich kopiere die Adresse da rein und dann startet der Video automatisch. Das mache ich 5-mal und beim 4. Mal bleibt aber dann wieder das Vorschaubild stehen, was ich ja will. Und beim 6. Video startet das auf einmal wieder. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Wenn ihr da eine Idee habt, dann sagt mir bitte Bescheid. Der Dirk von Nun ist da. Hallöchen. Ja, Dirk, wo ich dich gerade sehe, kriege ich schon fast ein schlechtes Gewissen. Ich habe gesehen, du hast heute angerufen. Ich habe noch nicht zurückgerufen. Wenn du magst, können wir das gleich machen nach dem Stream. Können wir kurz telefonieren. So, und ich würde sagen, die Anke, guck mal, Anke, auf dich habe ich gewartet. Vorher nicht mit Videos losgelegt, deswegen, ne, machen wir jetzt mal mit den Videos. Wie gesagt, die nachgekommen sind, ein bisschen erkältet, aber nichts Wildes, alles gut. Gucken wir mal, ob wir 1 oder 3 Videos machen. 2 oder 3. 1 wäre ein bisschen wenig. So, ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Video und zwar mit How to Barbecue Right hier. Bacon Wrapped Chicken Breast. Bacon Wrapped heißt ja eigentlich umwickelt. Ich bin mal gespannt, was der da so macht. Das heißt, mich klein, den groß und starten müssen wir noch. Right, I'm Malcolm Reed. Today, y'all, we're gonna take some boring chicken breast and turn it into something special. I'm Ich liebe ja diese Wraps, ne? Aber das wird scharf. calling it barbecue. Aber hier, Philadelphia. Also alles gut. Was hat er hier stehen? Also er hat einen Wrap hier stehen, er hat ein paar, was ist das, Jalapenos? Ja, ne? Da hat Philadelphia hier stehen, Hähnchenbrust und hier vorne Möhrchen oder was? Gucken wir gleich mal. Barbecue popper chicken. Let's get to cooking. So, y'all, this is kind of step one. We've got to assemble this chicken breast because we're not just cooking plain chicken. So I've got some big jalapeno peppers. Hallo Marc. All I'm gonna do is take a knife and just half them. Ja, kurz Frage, Antwort an Marc. Ja, ein gute Grills, ne? Ja, keine Frage. The easiest way to get these seeds out is just to grab a So mit dem Löffel, genau. Ja, jetzt auch so einfach zack, bumm, raus und I like fertig. to leave a little bit of well on the end just so it holds that cream cheese in. Meistens mache ich das auch tatsächlich in der Küche, direkt unter laufendem Wasser. Wenn dann mal so die Körnchen da, die da noch drin sind, die werden direkt dann rausgespült und fertig. But you just want to get that vein out, get most of the seeds out, or all you can. We're just creating little jalapeno canoes. And I've got some room temperature Okay, cream macht cheese. I Jalapeno want it really canoes. soft, so it's Oh, spreadable. So okay. now I'm just gonna take that room temperature Schön, der Philadelphia Frischkäse, der, ich sag mal so, gehen da jetzt rein. cream cheese, get me a dollop of it on that teaspoon we used, and we're just gonna smash it off in that pepper. And cream cheese really works great in this application because it doesn't melt and run. It's gonna hold. Also, hier so Jalapenos und Frischkäse funktioniert wirklich gut und ist natürlich geil, wenn die jetzt hier so reingefüllt werden, die dann aufrecht stehen, können sie natürlich nicht auslaufen. Das ist natürlich auch gut, ne? Its shape in the pepper. And now that we got them loaded with the cream cheese, I just want to get a little Oh, und jetzt seasoning nochmal on 'em. schön You Hot could work Wrap the drauf. season into your cream cheese. This is just hot. Okay, habe ich gerade gesagt, der hat hier Karotten liegen. Okay, das hätte mich auch fast gewundert, wenn Ami da Karotten hätte liegen lassen. Das ist schöner, orangener Cheddar-Käse, garantiert. Barbecue rub. You could use whatever seasoning you like. If you got a favorite rub for this part, anything will work, y'all. But I like to have flavor on my cream cheese because food is supposed to have flavor. So I've got some big boneless, skinless chicken breasts. Okay. By themselves. Da hat er wirklich schöne Oschis an Hähnchenbrüste da. Ja, so kriege ich die auch, wenn ich die bei meinem Türken hole. Bei meinem türkischen Supermarkt. Entschuldigung, man muss ja heute aufpassen, was man sagt. Also ist nicht mein Türke, der gehört nicht mir. Den habe ich nicht hier im Keller eingesperrt und der macht für mich irgendwelche Arbeiten, sondern es ist mein türkischer Supermarkt. Genannt mein Türke. They're tasteless. They don't have much flavor at all. But what we're going to do to them is give them some flavor. But I want to clean them up a little bit first. Ja, okay, noch ein There's bisschen any sauber little machen, scraps alles hanging klar. off. And now we got to butterfly this. And so what you want to do is you want to kind of go to that long Ihr seht ihr das hier?
Steffi will immer, dass ich das abschneide. Und dann sage ich immer, ich habe es abgeschnitten, dann habe ich es nie gemacht. End. I'm gonna let that be the hinge end. And all I'm gonna do is I'm gonna take my knife and I'm gonna run it about halfway through this chicken breast. Okay, you don't want to go all the way through. Okay, schneid die jetzt längs einmal auf. Where it'll create kind of a pocket up in here. So what that lets us do is stick one of these peppers Okay, also längs einmal aufgeschnitten. Jetzt kommt da das Schiffchen rein, right wa? here, and then we can wrap it up, and the bacon's gonna hold it Und all. wieder zugemacht. But you got to get some flavor on that chicken too. And this one's a little bit smaller chicken breast than those others, but hey, we don't discriminate. We like all size chicken. But what we're gonna do now is get some flavor on the inside of it. Got a little bit of my ape. Okay, also jetzt nimmt er nochmal einen anderen Rub hier, die von Kellogg's, die sind schon geil. Das ist also eine Marke, die kennt in Amiland jeder. That's that salt, pepper, garlic. If you put barbecue rub on the inside, it's not gonna melt a whole lot. So Salt, Pepper, Garlic, das ist so eine Art SPG-Rub. Übrigens gibt es aktuell auch von der Spicebude. Ist ganz neu raus. SPG Plus mit ein bisschen Senfsaat, sehr you lecker. know, I like the look of just the salt, pepper, garlic. Gives me all that savory notes that I need. And chicken can take it. It's a blank canvas. Aber geil ist halt ja, ich bin ja jetzt so ein bisschen im Game drin, ne? Und ihr habt ja gesehen, wie der hier gerade so gestreut hat, ne? Und das ist dann halt, das siehst du halt Can sofort take it. hier bei den amerikanischen Gewürzen. Natürlich ist da eine Rieselhilfe mit drin, damit es schön verstreut wird. It's a blank Ja, canvas. ist jetzt nicht mega schädlich, aber muss doch nicht sein. Kind of put the big end towards the top rounded piece of the So, chicken. der ballert Put jetzt the die pointy end Chala down towards the Benjos da bottom. Then rein. what we're gonna do, put a piece cheddar cheese So, right on Cheddar top. Cheese, sag ich doch da Cheddar, oben drauf. It's gonna Ja, run. I ain't gonna lie to you. There's nothing you can do ordentlich about it. drauf gedrückt. But it's okay Richtig. because it's gonna. Hopefully, the bacon's gonna keep it tight enough packaged where most of it stays on the inside. But I just like the sharpness of the cheddar cheese in here with it, with the cream cheese. Now we're gonna take Geil. them and fold Kann them nur up. schmecken, seid Just ihr like jetzt schon. so. Kind of rolls up into a nice little package. I do macht want to das kind of mal make sure this pepper's sitting upright in the chicken, so it kind of creates that little nook for it. Just gonna hit them with a little more AP, just to get a little flavor there. Now we gotta bring some pork to the party. Ah, My okay, friend jetzt. Bacon, he's gonna Achso, ich wollte gerade sagen, wie macht den zu, hold aber this klar. together. Er hat ja gesagt, ist ja Bacon Wrap. Das heißt, jetzt wird noch Bacon drum gewickelt. Keep our goodness inside. Just start laying this bacon over the chicken all the way down. Oh. Take that bacon, pick it up, overwrap it, lay it down. Now we got it completely covered. Und ihr habt da gesehen, jetzt auch keiner, der macht keine Wissenschaft aus. Muss nicht eng gebunden werden. Einfach drüber gelegt und ein bisschen zusammengeklappt und fertig. Just because we're using boneless, skinless chicken breast, Moin Dirk. don't mean it's healthy. I'm using 2 packs of bacon. This bacon makes everything together. Ja. Don't come to me for health advice. Come to me if you want. Da siehst du, wie der unten zusammenschremmelt. It don't look like boiled Ja, chicken und no natürlich more. nochmal Get all that gewürzt. bacon on it, all that goodness on the inside. Hit it with a little bit of barbecue rub on top. Ja, und jetzt wäre natürlich geil, wenn er direkt so ein kleines Gitterchen hätte. Weil ich euch ja wirklich, kann ich euch nur ans Herz legen, da mache ich dann sowas immer direkt drauf, dann habe ich es noch am Tisch, kann aber das ganze Gitter dann auch im Grill stellen. Just make that bacon look pretty when it's on the grill. And all we got to do is put it on some heat and cook it till it's about Ja, jetzt also noch mal ein 165 bisschen internal. So today Heat, I'm going to sagt er. cook these on my Primo ceramic grill. Also I'm gonna set up Schärfe. a 2-zone fire. That means just keep all my hot coals on one side and give me a safe zone on the opposite side. You could do this with any grill. So I'm going to throw in some Royal Oak lump charcoal, couple tumbleweeds, and hit it with some flame to get those coals going. After about 15-20 minutes, the coals should be good and hot. We're going to put our cooking Alter, was ein geiles Feuerzeug. So, er macht sich eine direkte und indirekte Zone, grill ne? in Seht ihr place, ja auch hier. close the lid, and then adjust our vents for the grill to run about 350 to 375. That's where you want it for this 350 to 375 sind so 170 bis 190 Grad, irgendwo da was cook. zwischen. All right, that Primo's sitting right where I want it. It's right at 375, not quite 400 degrees. Good bed of coals. Now all we're gonna do is put these chicken breasts carefully right on the grate. So what I'm gonna do is kind of put the big end towards the most part of the heat. So we'll just take them and we'll just lay them, kind of keep that shape going. And this is the indirect heat side of the grill, but the Okay. heat's coming to this fat end of that chicken, and that's why you want to point it that way. You want to give them just a little space. Now we're just going to let this Primo eat, y'all. We're just going to let the chicken breast come up to temperature. I'm looking for 160 to finish out at 165 with a little rest. Okay, also, er hat es auf die indirekte Seite gemacht und er macht 160 will er an Temperatur haben.
Komm, wir sagen mal eben, wie viel das genau ist. Also er möchte 71 Grad Kerntemperatur haben. I'm gonna start glazing them towards the end, but right now, just keep that lid closed, let that chicken breast cook. All right, let's look at our chicken, y'all. It's been rocking and rolling about 35 minutes. It's starting to look. Also so sehen die ungefähr 35 Minuten aus und das ist auch wirklich wichtig. Ihr habt ja gesehen, wie fett die waren. Also die sind nicht nach 20 Minuten fertig. Ne? Da kannst du ruhig eine halbe Stunde erstmal im Garten gehen und dann guckst du später da wieder rein. Good, we're getting some color on the bacon. I know it's not done. I got a little bit of cheese oozing out over there, but that's okay. That ain't scaring me none. But they're holding their shape. They're looking really, really good. I want to keep letting them go. It's not time to check that internal temperature yet. Probably about another 15 minutes, I'll start worrying about what they are. Just gonna close the lid, let this Primo do what it. Also wieder zumachen, Viertelstunde noch warten, weil die sahen auch wirklich noch nicht fertig aus. Und zulassen und Ruhe bewahren, ne? Weil looking is no cooking. Dude. All right, it's been about 45 total minutes. We're still looking fantastic. I want to see what this internal temperature is doing in the thick part. And we're seeing Wie viel hat er? it's about 156. I don't know if y'all can see that. Ja, It ist er doch shows up ungefähr on the so. camera there. But if the biggest one's right in there, that's where I want to start glazing them. You know, chicken's done at 165, that white meat breast. So, jetzt ist er so bei den knapp 70 Grad. Jetzt kommt ein bisschen Barbecue-Soße drauf. 162-ish, it's going to carry on over, so we're going to be fine. So all I'm going to do is drizzle a little sauce on top and just a little light coat. Nothing crazy. We're not just really soaking them in sauce. It just puts a little sheen on it, gives us some barbecue flavor. Er sagt auch wirklich jetzt, ne? Bisschen drüber, schön entspannt bleiben, nicht zu viel. Ja, Tobi, noch nicht, aber wird. Wir fangen Anfang November an, habe ich mit dem Nachbarn schon abgesprochen. Cook on and kind of glaze the top of that bacon. If you do the sauce too soon, it'll burn on you. So, but doing it right here at the very end, it's just going to glaze up. If it does start turning too dark, I will get it off, but I don't think we'll have to worry about it today. Let's close the lid, let that sauce sit. Ja. We only need a few more degrees. We're going to be ready to take this chicken off. Let it rest, of course, as it's hot. Then I'm going to try it. All right, we've glazed for 10 minutes. So, 10 Minuten hat er das jetzt drin gelassen. Er sagt, und danach lasst ihn noch liegen. Es ist scheiße heiß, ey. Now look at these things. That is beautiful. Ja, die sehen gut aus. That doesn't look like boring chicken to me. Got the glaze on it. The bacon looks perfect. Chicken's Ja, done. das sieht schon richtig We gut didn't aus. lose too much cheese. There's a Boah, little geil. bit oozing out. Let's see what Krieg happens when I Hunger. pick one up. Oh, look at Hallo that. Inge. That's beautiful chicken. It's like little footballs. All right, I can't take it no more. We've had these sitting here on the board, and they look too good not to try. So I'm just going to pick one here on the end. I'm going to cut it right in half so we can see what it looks like. Oh, ein geiles, scharfes Messer. Geil. But that's one. That's one. Now let's open it up. Now, how's that look, y'all? Ja. It's hot. It's still steaming. Sehr, sehr geil. You can see the definite pepper, the cream cheese, the cheddar cheese in the middle of it. Ehrlich, mir läuft Wasser im Mund zusammen. Unfassbar. And you can just take them and hopefully slice it right into a medallion. We're gonna have these geil. little Boah. kind of pinwheels. Ich würde das jetzt gerne essen, Bacon, Leute. the sauce on the outside, the creamy goodness with the little peppery heat in the middle. The bacon really adheres to the outside, just kind of glues on the outside. I'm gonna cut me a piece here, because I gotta try it, y'all. Let's see Okay, what also we're working Messervideo. with. I got the cheese, I got the pepper, I got the bacon. I mean, that's just a delicious Rein little damit, bite. los. It's tender, it's juicy, and it's got a lot of Also flavor. zart, saftig ist es. Chicken itself is kind of neutral. Und er but sagt, when you super add- viel Geschmack, klar. Der hat super viel Gewürze genommen, dann eine Jalapeno noch, die Käse, Frischkäse. Ja, es kann doch geil sein, der Cheddar da seasoning, drin. you add the pepper, you add the cheese, you add the bacon. It takes it to another level, y'all. That is good. Hey, thanks for hanging out with us today. If y'all like what we're doing, subscribe to the channel. You can find us on all the social platforms, and Shell and I'll be talking about this chicken recipe on our weekly podcast. Y'all tune in and give that a listen too. Außerdem Barbecue Right hat auf jeden Fall auch einen We'll see y'all Podcast. next time. So we're gonna win a chicken dinner right here. I'm gonna give you another little piece of this. Und genau wie wir, ne, wisst ihr, Bull und Bacon, also wer ihn noch nicht kennt, schaut mal auf Spotify, der Benny und ich unterhalten uns da fast jede Woche über dies und das.
nicht nur über Essen. Essen kommt meistens vor, aber nicht immer. Wir unterhalten uns über alles. So, also das sah auf jeden Fall schon mal mega aus. Und wie gesagt, wer den Kanal noch nicht kennt, ist einer der größten aus Amerika. Auf jeden Fall abonnieren, Leute. Der macht immer geile Sachen und der bringt auch immer viele Videos. Habe ich schon viel Inspiration von bekommen. Genau, jetzt muss ich mal eben meinem Sohn nochmal hier Bescheid sagen. Hallöchen, bringst du den bitte zur Oma? Sehr gut. Ne, ich habe mir nämlich von der Oma den großen Topf geliehen. Und habe mir den großen Topf zurückgebracht, habe aber den Deckel vergessen. Jetzt braucht die den heute und sucht den Deckel. Und ich habe den noch hier. Und jetzt bringt mein Sohn den eben dahin. So, das Wort. Jetzt gehen wir mal hier klein. Natürlich habe ich ihn schon abonniert. Hier, wie ihr seht, er kriegt natürlich aber auch einen Daumen hoch. Und es ist mir egal, wie groß und wie klein ein Kanal ist. Wenn ich mir ein Video angeguckt habe, weil ich mir natürlich jetzt so beim Durchscrollen natürlich jetzt nicht. Wenn ich so zack, gucke ich nicht. Aber wenn ich mir ein Video fast ganz angucke, gibt es einen Daumen hoch und irgendwie einen Kommentar. Ne? So. Great Chicken Breast. Und dann nur Greetings. Ich glaube, er liest die Kommentare nicht mehr selbst. Dafür hat er auch einfach zu viele. Ich habe schon überlegt, ob wir mal, weil wir machen ja jetzt hier auch viel, so natürlich viel Grillerei-Geschichten. Müsst ihr mal sagen, ob ihr da auch mal Bock habt. Ich bin ja so ein Typ, ich baller mir ja auch TikToks rein. Ne? Das sind ja so die Kurzvideos, immer so eine Minute oder so. Und ich habe schon überlegt, ob wir irgendwann mal einen Tag machen, einfach nur TikToks durchgucken. Manchmal kommt da ja auch Essen drin vor, aber ganz oft kommt bei mir ganz viel Scheiße in den TikToks vor. Sachen zum Kaputtlachen, Sachen zum Staunen oder was weiß ich. Vielleicht machen wir das auch mal zusammen, dass wir mal so ein bisschen breiter streuen. Wenn ihr Bock darauf habt, müsst ihr mir einfach mal sagen, dann können wir das auch mal machen. Ich hätte da schon Bock drauf. Ne? Also, lass uns ja jetzt mal eine Umfrage machen. Habt ihr Bock auf so auch nur auf Grill-Content, dann eine 1? Oder sollen wir auch mal andere Sachen machen, also so lustige Sachen oder so, dann auf eine 2? Rein im Chat schreiben, bitte. Und mit Switch, nein, dann passt es. Ja, hallo Robert. So, coole Video. Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Abend. Hallo. Hallo Guido. So. Ich trinke noch einen Schluck und dann machen wir weiter. So. Und zwar Loaded Hash Browns. Ja, ich bin gespannt, das kann doch eigentlich nicht so kompliziert sein, außer er macht den Load auch noch selbst. Oh, ihr seid alle dafür. Ja, geil. Das finde ich natürlich super. Ja, dann können wir das natürlich auch mal machen. Dann haben wir mal ein paar lustige Abende hier. Ja, das könnte sehr gut werden. Winter 2, Sommer 1. Ja, so sehe ich das auch. Im Sommer 1, nein, 2, nein, 1, nein, 2. Okay. Ja, im Sommer, klar, da ist natürlich mehr Grillen. Ne? Das ist ja klar. Ne? Aber so, ja, geil. So. Ja, hört mal, da haben wir doch hier schon einen guten Schnitt. Da hat keiner eine 1 geschrieben. Dann passt das doch. Hallo, Lukeman. So, ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem zweiten Video. Mir wird nämlich gerade ein bisschen warm. Und gucken wir mal, was wir mit was der das loadet. Seine Hash Browns. Pepperoni. We're making loaded hash browns. Let me show you how to do it. Ja, Reibekuchen mit Kindern geht natürlich immer, ne? Cooler Typ. Habe ich den schon abonniert? Cook, Eat, Repeat, bin ich mir relativ sicher, dass ich ihn... Let's start with our bacon Abonniert because hab. it is going to take the longest. I'm telling you, this thing is super quick. Today I'm using Wright's thick cut bacon. Okay, I use any Bacon ist bacon I immer like, gut. but I think thick cut, it's going to give me that like... Und hier, Thick Cut, also so kriegst du ihn bei uns ja nicht aus dem Paket. Leute, geht einfach zum Metzger und sagt, ihr möchtet Frühstücksbacon, in welcher Breite auch immer geschnitten. Sagt, die soll die Maschine einstellen und mal eine Scheibe schneiden, dann sagt ihr, ob dicker oder dünner. Ne, ich mache das auch immer so. Also, wenn ich dickeren Bacon brauche, lasse ich mir die immer an eine Theke schneiden und ja, da kriegst du halt, also das ist schon geiler.
really beautiful crunch at the end, which is what we are looking for. I'm taking this to a 10. Boah, Leute, muss ich euch noch erzählen. Ich habe am Wochenende gegessen. Und zwar ein Rührei. Und normalerweise mache ich mir mal Bacon rein. Ich hatte aber kein Bacon hier. Aber ich hatte noch aus Kroatien mir Pancetta mitgebracht. Alter. Ey, ich will das nur noch. Richtig lecker. How do you like your bacon, Uriah? Crispy? Crispy, a 10. A 10? You don't want it to flop at all. Like you don't want it to bend over, but you Ja, good. guck mal, das sieht doch 10? hervorragend Like this? aus. Because let me So, know in the jetzt habe ich comments ein bisschen Bacon gemacht. that. Here we go. Ready? Ja, der ist also wirklich That's how perfekt, der bacon should Bacon. be. What do you think? Definitely. Definitely. What about you, Uriah? Ja, All mit right, Kiddies so dabei. we wanted to use the thick cut for 2 reasons. One, we want thick cut bacon, but also we want all that gorgeous fat. So these are really, really fun. Uriah, would you like to, do you feel brave enough to cook by yourself today? Sure. Sure. So Okay, er grillt heute wohl mit den Kindern. Sieht so aus, als hätte er hier halt so tiefgefrorene Hash So Browns. these are tater tots, right? Hash browns. What do I know? These are hash browns just like we would get at McDonald's or something, but we're doing it at home because it's fun. Here you are. I take both of those. Here, stand over here. Here we go. And put them down right over there. There's one, and there's two. Good job. Gabe, why don't you get two as well? So we're gonna do 2 different ways. You're gonna do a loaded baked potato, right? But the potato is the hash brown. Go put those next to the other ones. And Ja, und einen Ratschlag kann ich euch geben, wenn ihr die Hash Browns macht, achtet darauf, dass ihr wirklich immer ordentlich Öl, dass eure Planscher oder wo ihr auch immer das macht, Pfanne ordentlich Öl drin hat, dann ist es wirklich um einiges einfacher. Du brauchst nicht so viel Hitze. Es kann das schön so leicht frittieren drin von einer Seite, drehst du nochmal um. Hash Browns sind einfach mega lecker. Gideon, what are you doing? You're doing pizza? Kennt ihr zufällig die, ich weiß gar nicht, ob das überregional ist, die heißen TK, also T-E-K-A. Die sitzen hier in Datteln, haben die einen Sitz. Also hier im Ruhrgebiet habe ich die jetzt schon öfter gesehen. Das ist so, die verkaufen so tiefgefrorene Bruchware oder so. Die haben meistens auch Hash Browns da. Die sind dann halt nicht mehr, die sind dann einmal in der Mitte durchgebrochen oder so. Und finde ich mega, ne? Also, für mich müssen die ja nicht die Form haben. Die Form müssen die ja nur haben, um schön auszusehen, aber schmecken tut's ja gleich. Pizza. Pizza. Is it warm over there? Nice. So we're cooking these in the bacon fat because potatoes love bacon fat. Ja, All right, back over to the cutting board, boys. Fett jetzt, So here's what we're gonna do. For yours, Braten ist natürlich Uriah, geil. I think we should take all of our bacon and chop it up into tiny little bits. You've heard me say this in the past. Usually, if I use bacon, I'm using thick cut bacon. Okay, Thin den bacon I Bacon use for wrapping. so klein zu schneiden, muss ihn tatsächlich auch wirklich auskühlen lassen. Auf hier, Ceva. Ich wollte eigentlich die Marke nicht sagen. Auf Küchentücher hier. Which, by the way, I have a fun idea, Andy. We're gonna make potato roses soon. Oh, I've never heard of that. Yeah, it's gonna be awesome. You never heard of it at all? No. Well, I would like to say I made it up. Yeah, learn me right. Let's do it. We'll try it. So thick cut bacon, make it into CJ's favorite Bacos. Or what is the dog treat? Ethan, have you ever? Bacon strips. Why did you know it so Ja, fast? Have you eaten them? Klein krümmelig. macht er Gross, die, ne? Ethan. Have you really? Yeah. Are they any good? I mean, bacon bits are better, but like bacon's bacon. Dog food. Boah, sieht ja echt gut aus. Ew. That's Ethan for you. All right. All right, let's check out how we're looking over here. So these don't take long. Again, these are already cooked. We're just crisping them up a little bit. Okay, das This is a sind so fun one, also, especially if you're in a hurry. er sagt, das sind schon so vorgegarte, die brauchen jetzt im Endeffekt eigentlich nur erwärmen, denen eine kleine Kruste geben. Maybe it's the morning time before school, whatever else you got going on. We just want to crisp these up just a little bit. Those will take about 60 more seconds, and then we'll keep going. These are looking pretty good. So, da You guys hat er like aber them noch crispy, Fett dazu gemacht, oder? So viel Fett hat er nicht mehr übrig gehabt. right? Yes. Like a French fry, like a hash brown. All right, I feel good about these. Let's bring these over to the cutting board. Now this is our blank canvas. So Gideon, you're doing a pizza one, right? Mm-hmm. You can go ahead and do pizza sauce on each one of those Okay, if you jetzt hat er want. Pizzasauce, das wäre schon mal nicht mal meiner. You and me, Weil we're so gonna diese do Tomatensoße like loaded baked potato, which I auf don't einer know if you've Pizza ever okay, had a woanders baked potato. mag ich es Have auch you? nicht mit Spaghetti. I do not think so. Man, we Oh, need to get you a Junge, baked nicht so potato. viel, So so take this viel. spoon and scoop some of that. Here, you want your stool? Here you go. Okay, er macht Sour Cream Put some drauf. sour cream right down the middle. Okay, that's perfect. Yep, perfect. Yep, put it down right in the middle. Good job. Kind of
plop it down, and then there you go. Perfect. Ja, Do the also same kann thing man to schön the mit other den one. Kindern machen, That looks ne? great. Ja, Okay, doch, trying to let it Rösti, fall off the ja. sides. Good work. I love it, Uriah. Perfect, kid. And then I'll grab some cheese. We'll put some cheese down. Just like Okay. that. So ein bisschen Perfekt. geriebener Käse. There we go. And you want how many pepperonis gut. you want? 2 each? Maybe 6. 6 pepperonis? Here, grab your pepperonis. Put as many as you want. Now this is a fun one too. If you find these in your grocery store, you could do ones for breakfast. You could do like Pauletta bacon ist and ja drauf. eggs on them. Salami, oder? You can go a little bit nicer, do nicer ingredients if you want. But just because, yeah, there you go. Yeah, let's do 2. 2 each. Okay, also But think macht of it sich, like, ja, you know, okay. your blank canvas. You can do much. Hey, why Kleine don't you put Pizza some Bites bacon mit over the top of each of Kartoffelgrundlage, yours? sag ich jetzt mal. So usually a loaded baked potato has sour cream, bacon, and chives. Ja, Sour Yeah, Cream go a little Bacon bit ist higher, kinda auch let it sehr fall geil. down. Ja, ist schönes like it. Kindergericht. Yeah. You guys are doing good. There you go. All right, Aber good. essen würde Yours, ich's you're auch. gonna melt a little bit more. So I'm gonna scoop both Mahlzeit, of these. Steve. And why don't you go behind me, Gid? Grab that dome right over there. We'll put these back down and put the dome on top so it can melt. Perfect. So, I jetzt will lassen see wir den those in Käse like, nochmal I don't know, schmilzen. 10 or 15 seconds. Now these look great. Let's go a little bit heavier on the bacon. Looks good, yeah. Looks really good. Yours does too. Beautiful. And let's do some of these chives. You know what chives are like, Uriah? They're kind of like green onions, but they're a little bit more delicate in So, hier flavor, but steht they're noch. really, Ja, really okay, pretty. das kommt natürlich gut So da you just drauf. make like little rings. Remember how we were garnishing from up high? Go ahead, take a pinch of those and up high garnish. Oh, Yep. Okay, ich sag mal, so das Vorschaubild sah irgendwie geil aus. Genau, Aber ja. ich find's lecker, auf jeden Fall. Use the rest. Do the other Gute one. Idee. Do that one. Gerade das mit dem Bacon. Andere würde It's ich a nicht machen. loaded baked potato hash brown. That looks awesome. seems really good. It looks really good. All Wenn right, ihr kid, you want Kiddies to check habt, on yours könnt ihr to das see mal if our mit den cheese is Kindern machen. melted. Ooh, we're almost there. You know what we can do? We can take a little Ja, bit of der water. Käse ist halb Water geschmolzen, under genau. the dome helps Aber it auch seed nur really halb. fast, So, but bisschen Wasser we don't drauf. want the potatoes to get Deckel too drauf. soggy, so we Und only let jetzt, it go for also just a das ist second, der and then Wasser it'll be ist der perfect. Trick, um alles schmelzen zu lassen unter einer Glocke. Ne? Oh, there we go. Gideon, you've made pizza. Look at these guys. So, Look how fun. jetzt müsst ihr noch probieren. All right, who wants to try which one? Me. You know, I said it before, it's a blank canvas. You can do kind of whatever you want. These are fun ones today, right, boys? Es ist natürlich sehr Ja, you wanna fettige give it a try? Angelegenheit, ne? All right, you go. You have Aber yours, gut. and Gideon, you can have yours, and then you tell me which one you should Schmeckt. try. Oh, they're crunchy, delicious. Get a cut. Oh my gosh, it's not a knife. What are you, a kid or something? Yeah. Yeah, there's a bite for you. I want to try this one, Uriah. How is it? Really crispy, but really good too. Yeah, I like crispy. Crispy und gut, sag mal. Mmm. Best thing I've ever had. No way. Maybe. Really? Yep. I'm just glad you like your bacon the same way I Okay, like my ich bacon. dachte, es wäre ein bisschen Let me know in the komplizierter, ein comments. bisschen ausgegangen. Ich 100% wusste auch nicht, dass es 10 ein on the crispy Kindergrillvideo bacon ist. still. Aber gut, I like so this. ist What else es do we put on halt. this one, Uriah? I don't know. Maybe some pepper. So, Pepper should be good. komm, Like lassen fiddle wir da peppers? schon mal das Ende laufen. Sure. Yeah, Sieht that'll auf be jeden good. Fall sehr How are you, gut Gabe? aus. How's yours? Und Very good. kann man mal I think you would nachmachen. eat pizza every meal of the day if you could. So ein bisschen I Bacon would. schadet ja nie. Ne? Is pepperoni pizza your favorite? Mm-hmm. So. So, da kriegt er natürlich auch einen Daumen hoch. Nice. Nice recipe for the kids. Greetings from Germany. Ja, seht ihr aber, ne? Das ist, weil ich nie reingucke in die Videos, weiß ich halt nie, was da so alles abläuft. So, der ist auch kommentiert. Ja, ich würde sagen, eins machen wir noch, wa? Na klaro. So, kriegen wir hin. Also, ich sage nochmal Prost. Ich meine, über das Video brauchen wir jetzt nicht diskutieren, ne? Easy, Hashbrowns, super lecker, aber wie gesagt, ich kann euch empfehlen, habt ihr hier mal was geschrieben mit diesem TK, kennt ihr das? Aber wie gesagt, wir haben es in Datteln und die verkaufen so gefrorene Bruchware, nenne ich es jetzt mal einfach. Kriegst natürlich für einen Megapreis. Und ist super lecker. So. Bam, jetzt gucken wir uns den mal hier an. Den habe ich noch nicht abonniert. Man's Kitchen Recipe. Peace. So. Also, ne?
Rezepte für die Männerküche. Und ich bin gespannt, was er macht. Also er hat hier einen, ja, wie heißt das nochmal hier? Ein Tonnen-Smoker hier. Keine Ahnung, ey, boah, ich bin heute ein bisschen durch. Na, auf jeden Fall macht der Babyback Ribs. Und das Vorschaubild sah aber wiederum so gut aus, was ich euch jetzt leider nicht zeigen kann. Ne, weil wenn ich den hier normalerweise, Steuerung C, wenn ich den jetzt hier nochmal einfüge, seht ihr, normalerweise dürfte der nicht starten. Macht er aber. Egal. Wir ziehen jetzt einfach das letzte Video noch rein und gucken mal, wie der so seine Rippchen macht. Ich bin sehr gespannt. Recipes. I'm Kevin, and today I'm firing up the Slim Barrel Smoker today. Tach, Kevin. We're going to do some baby back ribs on that thing, and it's going to be an easy cook, but let's go inside. I'll show you what I put on these ribs. We're going to heat that up to 250 degrees. 250, also oh, das ist eher, glaube ich, eher bei den, also bei 120 Grad. Wartet mal, ich mache den Rechner nochmal auf. 250, ja, 120 Grad ist er. Also ich habe jetzt viele Amis kennengelernt oder gesehen, die bei 130, 140 Grad smoken und so was alles. Ich mache das auch noch so. Geht ein bisschen flotter halt und ich habe an der Zartigkeit keinen Unterschied gemerkt. Okay, Pekanholz da. Ach, jetzt, ach so. Hört sich an, als würde der in der Kirche jetzt sprechen. Oh, scheiße. But let's go inside. I'll show you what I put on these ribs. We're going to heat that up to 250 degrees and get these ribs on. And before I put the ribs on that Slim Barrel Smoker, I'm going to put a couple of chunks of pecan wood to get some pecan smoke on these ribs. All right, so here's my baby back ribs. I've already removed the membrane, and actually these needed schöne Fleischauflage, würde ich sagen. They're really nice. So I'm going to be using the Meat Church, the Gospel. Ja, Meat Church. Ja, Meat Church, auch sehr geiler Kanal. Können wir leider nicht reacten, weil gibt sofort einen Copyright-Strike. Wenn ihr von Meat Church mal Gewürze haben wollt, ich weiß zum Beispiel, dass die Fleischerei Sievenig in Duisburg, die führen so 4, 5, 6 Gewürze von dem. Tasted this and it's got some really great flavor. So, I'm gonna throw some mayonnaise down on here. This is some Dukes. Okay, Mayonnaise drauf, einfach damit Gewürz besser hält. Ich bin da mehr der Senffreund. With a hint of lime. So I thought maybe that might make a good little binder. Doesn't have to be real thick. Das ist flott. Aber wie gesagt, ich benutze da lieber Senf. Oder gar nichts. Okay, I have to clean my right hand off so I can put the Meat Church, the Gospel on here. And this is the underside, so I'm not going to go too heavy. Just get a little flavor under there. So, ja, haut drauf, Junge. Go a little heavier on the top. So. Ja, so, also überall ordentlich Gewürzdruck. Durch die Mayo haftet die halt gut. Okay, I'm gonna let this rest for probably about 30 minutes and we'll get it out on that Slim Barrel Smoker. All right. So, sagt er, Slim Barrel Smoker's up to temp. Look. 30 Minuten jetzt einwirken lassen. Ja, das stimmt schon. Also ich bin da auch meistens also wenn ich dran denke, dann ich versuche immer als erstes den Grill anzumachen, gerade wenn ich mit meinem Pellet Smoker, damit alles schon einsatzbereit ist. Eigentlich sollte ich jetzt so machen, die Ribs würzen, dann den Smoker anmachen, weil dann habe ich diese halbe Stunde, bis der auf Temperatur ist, wo das Gewürz einwirken kann. Look at those ribs. They've been sitting about 30 minutes. Let's get these on. So, natürlich indirekt. So, er hat auch eine... Alter, ich habe hier voll den Surround-Sound. Ich dachte jetzt, hier wäre ein Flugzeug. Nach 3 Stunden sieht es so aus. Ja, bei 120 Grad.
Jetzt hier unten so eine Aluschale reingemacht, einfach damit da der Shit reintropft. Und wir sehen hier den ganzen Grill versaut. Get this off of here and just check the bin. Oh yeah, it looks pretty good. I'm gonna get these off of here and get them wrapped in foil. So let's get these over with the foil. Ich wollte gerade sagen, aber jetzt, die sind noch nicht fertig. Nee, er ballert die jetzt auch noch in Folie, ja. That. All right, so I'm not gonna do your typical brown sugar, honey, butter and all that, but I am gonna put a little bit of butter on there. Ja, und Leute, ey, wirklich ohne Scheiß. Holt euch, ja, also macht hier Butter rein oder es gibt doch hier diese, ach ey, ich weiß nicht, diese Pflanzencremes mit Buttergeschmack. Macht euch davon ein bisschen an und einen Schuss Ananassaft. Alter, die werden so zart, ne? And I'm going to use some more of this Meat Church, the Gospel rub that I started with. So, andere Seite auch nochmal. So, ordentlich einpacken, ganz wichtig. Das muss dicht sein. Double wrap on this and you want to wrap it tight. Seht ihr die Alufolie? Das hört ihr schon, wie dick die ist. Ich habe ja auch hier so dicke Alufolie und ich benutze auch Alufolie. Und ist mir auch scheißegal, was andere sagen. Ja, die löst sich ab und die ist, ja gut, dann bin ich wenigstens vor der Aliens geschützt. Set that right back down there. Ja, ja, genau, so was, Dörfi. I think I'm gonna take off my jalapenos. Let them cool off and I'll just snack on those. Oh yeah. Ja, ja. All right. Also der hat jetzt hier 3 Jalapenos drauf, gerade wenn ihr den Smoker oder irgendwas länger laufen lasst oder auch wenn ihr im Grill indirekt irgendwas macht, irgendwie so ein Longjob. Ey, überlegt euch echt Sachen, die ihr so nebenher machen könnt. Ich mache ganz oft irgendwie das, also wir haben meistens Chorizo-Würstchen hier und zwar die milden vom Lidl, die finde ich mega. Lege ich mir irgendwie so nur als Snack irgendwie mal dann zwischendurch rein. Die brauchen dann natürlich ein bisschen länger, weil du die ja nicht direkt angrillst oder so. Aber ey, die werden mega. Das sind so Snacks zwischendurch, da macht Grillen noch viel, viel mehr Spaß. I don't know, between an hour and a half. All right, well, ended up going an hour and a half. Ended up having some company, so. So, jetzt hat er 2,5 Stunden die nochmal drin gelassen. They're fine. Junge, zieh die Handschuhe an. Genau. Get these unwrapped. So. Da seht ihr, die fallen schon auseinander fast. Ja, obwohl, nee, die haben noch. Wundert mich jetzt. Also nach 2,5 Stunden jetzt nochmal. Okay. And then some more of the gospel. Ja, und das ist halt der Trockenrub. Ne, jetzt nochmal ordentlich Rub drauf. Alright, we're gonna let these go about 30 minutes and pick them off. So, nochmal 30 Minuten, dann hat insgesamt 6 Stunden drin. Just about 30 minutes. Nice. Ja, die sehen auch schon sehr lecker aus. Ne? Fleisch hat sich vom Knochen zurückgezogen. Gesehen, die sind so schön wiggly. Wiggly. Aber brechen noch nicht. Die haben eine geile Konsistenz. Sehr, sehr geil. Da war es vielleicht wirklich sinnvoll, nicht noch zusätzliche Flüssigkeit hinzuzugeben. Ich meine, der hat aber auch eine Fleischauflage von 2 Kilo. Das muss ich jetzt aber auch mal sagen, ne? A nice pullback on the bones. Look at that. All right, let's get this in. Let it rest a few minutes. We'll cut it in. Look at that. Ja, das sieht schon geil aus. Dry rub. Krieg gerade Bock auf Ribs. Let's see if we got a smoke ring. Zack. Ah, ich bin sehr gespannt. Ja, aber die haben noch Biss. Also dafür, dass der jetzt 6 Stunden die da hat drin gelassen, haben die noch einen schönen Biss. Also die sehen gut aus. Sehr, sehr geil. That doesn't look too bad. War richtig geil. Die hätte ich jetzt gerne. Right in there. Look at that. Okay. So, jetzt isst, Now we need Junge. to take a taste.
Ich sagen, guck nicht ist. Baby back rib. A bit of a smoke ring on there on the slim barrel smoker. I put some pecan wood in there. I went at 250, 3 hours wrapped for an hour and a half, and then 30 minutes unwrapped. No sauce. Dry Okay, er hatte die nur 1,5 Stunden gedünstet gerade. 1,5 Stunden nur. The Holy Gospel. Or the Gospel. Okay, so here we go. Looks good. Oh. Die sehen hervorragend aus. Für mich wäre die Konsistenz perfekt. Seid ihr jetzt schon. Steffi mag ja Fall of the Bone, ich mag die genauso. Wenn du die noch vom Knochen runternehmen musst, aber im Mund so zerfallen schon von alleine. Das ist die geilste Gage. Ich finde die so genau richtig. Ja, sehr geil, Junge, sehr geil. Baby back ribs or baby back ribs. I had some company come over. They stick around about 30 minutes longer than I anticipated. So die hätte ich jetzt auch gerne. Die hätte ich jetzt auch gerne. And yeah, if you got a barrel smoker, definitely make you some baby back ribs. Lecker von hier, Kapitän. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr gut. Wird natürlich abonniert. Kriegt ein Like fürs Video. Sekt. My tenderness great for ribs. Habe ich da alles geschrieben? Ex-Kit, ne? Ex. Boah, ich bin heute Ex. Greetings from Germany. My Zack und raus. Ja. Ja, oh, da hast recht. Natürlich. Rips vom. Also ist auch. Also ich habe ja, glaube ich, jetzt Longjob-mäßig. Tatsächlich, glaube ich, habe ich schon alles jetzt gemacht. Also, nee, alles wäre übertrieben. So, alles Gängige. Brisket, Pulled Pork, Ribs in zig Variationen. Also Pulled Pork in zig Variationen. Alles. Also ich bin und am Ende des Tages, wenn mich einer fragt, was machst du am liebsten mit dem Longjob? Leute, dann sind es Ribs. Und es ist ein geiler Schweinebauch zu Pork Belly Burnt Ends oder so gemacht. Das auch noch. Das gibt sich so die Waage. Aber bei Longjobs ist scheiß auf Brisket. Lieber ein paar Ribs oder ein paar Pork Belly Burns. Ne? Ossobuco ist auch sehr lecker, das stimmt. Da hast du recht. Ja, Leute, so, das war's für heute. Wie gesagt, ja, hat doch ganz gut geklappt, ne? Waren auch immer ein paar Leutchen da. Finde ich sehr gut. So, wir machen jetzt für heute Feierabend. Ich muss noch ein Video drehen diese Woche. Hab noch keins gedreht. Ich denke, es wird was werden mit... ich habe ein neues Gerät hier. Ich glaube, das stelle ich euch mal vor am Wochenende. Und ja, ne, schön, dass ihr wieder da wart, dass ihr wieder so untereinander so schön geschrieben habt. Ich finde das mega, Leute. Das finde ich ist das Allerbeste an der ganzen Geschichte. Habt einen geilen Tag und Dirk, falls du noch da sein solltest, können es gleich gerne nochmal telefonieren. Also, tschüss. Special in hand, a scepter of might. Real God descends to conquer the night. Smoke billows forth, a fragrant decree. Me bows down to my mastery. Flavors ignite, a symphony of taste. Real God's creations never waste. With a flick of the wrist, the flame stands high. A barbecue ritual.
seasons.